Sigma hat heute zwei neue Objektive vorgestellt. Einmal das 35 mm 1.4 Art in der Version 2 und einmal das 15 mm 1.4 für APS-C-Kameras. Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael, und heute gibt es von mir ein kurzes Video zu diesen beiden Objektiven hier. Sigma war so nett und hat mir die zur Verfügung gestellt. Ich konnte die jetzt die letzten Wochen bzw. das 35 mm die letzte Woche testen. Ein ausführliches Review für beide Linsen wird noch kommen. Jetzt erstmal eine kleine Zusammenfassung, weil ich noch ein bisschen mehr Zeit brauche, um wirklich alles auszutesten, um euch dann ein volles Review zu machen. Aber ich habe trotzdem mal die ersten Beispielbilder für euch und die ersten Eindrücke, welche ich mit den beiden Linsen so gewinnen konnte. Beginnen wir direkt mit dem 35 mm 1.4 Art. Ich denke, das wird für die meisten sehr interessant sein. Wir haben hier die Version 2, den Nachfolger von der Version 1. Ja, ich habe das Ganze am L-Mount hier getestet, zusammen mit einer Lumix-Kamera, der S1 II und der S1 R2. Hatte ich da Geschwindigkeit und Auflösung dahinter. Ich habe es aber gleichzeitig auch noch gegen das Sony G-Master 35-1.4 getestet und bin da zu sehr interessanten Ergebnissen gekommen. Da muss ich aber noch ein bisschen verifizieren, denn ich habe das G-Master an der Nikon Z8 adaptiert getestet, damit ich da auch die 45 Megapixel bekomme, so wie ich sie an der S1 R2 habe. Der Vergleich, den habe ich angestellt, da kamen aber Ergebnisse raus, nicht zugunsten des Sonys. Da muss ich das nochmal verifizieren, ob das Sigma wirklich so viel besser ist als das Sony. Denn eins kann ich euch sagen, Sigma hat hier was richtig Tolles gebaut. Ihr bekommt mehr oder weniger ein Sony G-Master Objektiv für einen günstigeren Preis und auch am L-Mount. Aber wie gesagt, dazu dann später nochmal ausführlich mehr dazu. Kommen wir erstmal kurz zu ein paar Details von der Linse. Wir haben hier eine Länge von 94 mm, also knapp unter 10 cm und ein Gewicht von, ich habe es gemessen, 570 Gramm. Das Sony G-Master habe ich gemessen mit 560 Gramm. Die E-Mount-Version soll noch ein Tick leichter sein, die wird also ungefähr genauso viel wiegen wie die Sony G-Master-Version. Wir haben einen Durchmesser von 73 mm und einen Filtergewinde von 67 mm. Das Ganze ist also wirklich ein gutes Stück kleiner geworden und das merkt man natürlich auch im Handling. Das liegt sehr gut an der Kamera. Wir haben natürlich auch wieder eine sehr gute Ausstattung dabei. Wir haben einen Blendenring, der lässt sich locken und der lässt sich auch deklicken. Wir haben zwei Funktionsknöpfe, die sind 90 Grad versetzt und einen Umschalter vom AF/MF. Wir haben einen Fokusring und der lässt sich wirklich sehr gut fokussieren. Klar, ich habe es an der Lumix-Kamera auch zum Filmen getestet und da hat das Ganze schon sehr viel Spaß gemacht. Auch das Focus Breathing wurde bei dem Objektiv wirklich sehr gut korrigiert. Das ist wirklich sehr gut. Das ist nur als Beispiel besser als das GM35 an der Sony mit der Focus Breathing Korrektur. Also das ist schon wirklich tipptopp. Da kann man also auch ohne Probleme mitfilmen. Das Ganze kommt natürlich mit einem Staub- und Spritzwasserschutz, aber vielleicht interessiert euch das alles nicht. Deswegen kommen wir direkt mal zu meinen ersten Eindrücken von der Bildqualität. Und da kann ich sagen, das Objektiv ist wirklich scharf. Und ich hatte es ja gerade schon angesprochen, die Tests gegen das G-Master. Mir ist aufgefallen, dass das hier noch ein Tick schärfer ist bei Offenblende. Und deswegen will ich das nochmal verifizieren an einer A1, Sony A1. Die hat dann zwar ein bisschen mehr Megapixel. Unabhängig von dem Sony kann man da wirklich sagen, ihr bekommt da eine richtig gute Schärfe. Auch im Außenbereich ist die noch ausreichend. Klar, da nimmt es ein bisschen ab, aber meiner Meinung nach immer noch voll nutzbar. Wenn ihr das Ganze abblendet, dann bekommt ihr da vielleicht noch einen Tick mehr Schärfe rein, aber das spielt fast keine Rolle mehr, denn selbst bei Offenblende ist die Schärfe wirklich beeindruckend. 11 Blendenlamellen sorgen dafür fürs Bokeh und da muss ich sagen, das Bokeh an sich gefällt mir ganz gut. Klar, es ist nicht auf dem Niveau von dem 35-1.2, welches ich erst vor kurzem testen durfte. Es hat da ein bisschen mehr so im Hintergrund, ja, ich will es nicht Verwirbelung oder so nennen, aber ihr bekommt eben nicht ganz das cremige Bokeh, wie ihr es bei der 1.2er Version hattet, was aber natürlich auch klar ist. Wie gesagt, 11 Blendenlamellen, die bauen euch auch ein paar so Bokehbällchen zusammen und auch die sehen gut aus. Ihr habt da keine starken Zwiebelringe. Also ihr seht da ein bisschen was im Bokehbällchen, klar, da müsst ihr dann ordentlich hinzoomen. Also auch vom Bokeh sieht das wirklich sehr nutzbar, sehr gut aus. Da bin ich wirklich sehr zufrieden damit. Auch beim Autofokus kann man sagen, das ist hier schnell. Jetzt ist es natürlich so, wie gesagt, ich habe es an den Lumix-Kameras getestet. Er ist da eben so schnell, wie er an der Lumix-Kamera sein kann. Die S1 II, die ist da schon ordentlich dabei. Also ich würde sagen, auch hier ist es wieder so, das Objektiv ist hier nicht der begrenzende Faktor. Das ist wirklich tipptopp. Auch bei meinen Shootings jetzt am Wochenende hat es 1A funktioniert. Und vor allem, der Fokus sitzt wirklich perfekt auf dem Auge. Also selbst wenn da mal ein paar Haare im Weg
unterwegs sind oder so, die Kamera erkennt das Auge, das Objektiv fokussiert da drauf und es ist dann auch tipptopp scharf. Bei der Naheinstellgrenze von 28 cm habt ihr jetzt nicht mehr die Probleme, die der Vorgänger hatte, weil der Vorgänger hatte da so ein bisschen ein Schärfeproblem. Da hat die Schärfe irgendwie total abgebaut im Nahbereich. Das ist jetzt hier nicht mehr der Fall. Und auch das Gegenlichtverhalten ist wirklich sehr gut geworden. Ihr habt da sehr wenig Ghosting und Flares. Jetzt war es die letzten Tage so, dass wir nicht wirklich viel Sonne hatten. Wir hatten eigentlich nur Regen, deswegen ist das Video jetzt auch hier drin. Und deswegen dauert das Review, das große Review auch noch ein bisschen, weil ich will da noch ein paar mehr Beispielbilder für euch aufnehmen. Wie gesagt, das, was ich gesehen habe, war wirklich sehr gut. Auch von der chromatischen Aberration und den Low-Cars hat das Objektiv wirklich sehr gut abgeschnitten. Also es ist da nicht schlechter als das Sony G-Master, das ja wirklich schon die Latte relativ hoch gesetzt hat. Wie gesagt, das ausführliche Review dazu kommt dann in den nächsten Tagen. Ich will da noch ein bisschen was ausprobieren, euch noch ein bisschen mehr Beispielbilder erstellen oder auch Videos und dann gucken wir uns das Ganze nochmal im Detail an. Kommen wir noch kurz zum 15 mm 1.4 für den APS-C-Sensor. Das Ganze kommt am E-Mount, am RF-Mount und am X-Mount. Ich habe das Ganze, wie ihr es vielleicht schon sehen könnt, an der Größe am RF-Mount getestet, an der Canon R50V. R50V, das ist natürlich eher eine Videokamera. Ich habe ein paar Beispielbilder damit gemacht, habe damit aber eine Freundin auch ein bisschen länger mit filmen lassen, damit die da einfach mal ein paar Eindrücke rüberholt. Das, was ich bis jetzt gesehen habe, auch hier das Objektiv, ihr habt am Canon APS-C dann wirklich 24 mm, also äquivalent zum Kleinbild und da liefert es sehr gut ab. Jetzt habt ihr 24 mm natürlich als Objektiv, da könnt ihr alles mitmachen. Von Filmen, Vloggen funktioniert damit auch. Ihr könnt da aber auch schöne Landschaftsaufnahmen und so machen und da ist es eben so, Blende 1.4 nach außen hin, die Schärfe nimmt ein bisschen ab, in der Mitte ist es eigentlich wirklich gut, so weit wie man das eben an der Kamera mit der Auflösung so bewerten kann. Nach außen nimmt es ein bisschen ab, wenn ihr das abblendet, wird es auch da richtig gut. Wie gesagt, das Wetter war die letzten Tage, Wochen wirklich nicht gut, deswegen will ich das jetzt nachholen. Es soll nächste Woche, Mittwoch, Donnerstag irgendwie 18, 19 Grad geben und Sonnenschein, da kann ich nochmal ordentlich Material für euch erstellen und dann auch hier wirklich nochmal ein gutes Review erstellen. Es ist der Nachfolger vom 16 mm 1.4, bringt euch ein Gewicht, ich glaube 220 bis 240 Gramm, ist ungefähr 64 mm lang und 63 mm oder sowas rum. Ich gucke mal kurz, 63 mm lang und 64 mm im Durchmesser. Es ist also wirklich sehr kompakt. Es hat einen 58 mm Filtergewinde und wie gesagt, ich habe das an der R50V getestet und war da auch vom Bokeh her, gerade bei 1.4 wirklich sehr zufrieden. Also ihr bekommt da ein richtig schönes Bokeh, was ihr mit einer 1.4er Blende am APS-C-Sensor ebenso rausholen könnt. Aber das sieht schon wirklich sehr gut aus. Also da ist auch hier das Objektiv meiner Meinung nach schon mal auf einem richtig guten Weg. Auch vom Autofokus her an der Canon keinerlei Probleme gehabt. Egal ob im Video oder im Fotomodus. Im Fotomodus natürlich noch viel schneller. Das Ganze fokussiert wirklich sehr schnell. Auch hier konnte ich jetzt erstmal nichts Negatives feststellen. Es gibt dazu natürlich hoffentlich zeitnah dann auch ein Review von mir mit weiteren Details zu den Preisen von den beiden Objektiven. Ab April könnt ihr das 35-1.4 in der Version 2 für 999 € bestellen. Das ist also knapp 500 € günstiger als die Sony-Version. Und das 15 mm 1.4 könnt ihr ab, ich schaue mal, 12.03. für 499 € bestellen. Mich würde mal interessieren, was ihr zu den Objektiven sagt, was ihr davon haltet. Sigma befindet sich ja wirklich auf einem guten Weg. Die Objektive werden kleiner, immer schärfer, die Probleme werden sehr viel weniger. Meiner Meinung nach machen die sehr viel richtig. Ich bin gespannt, was da noch so alles kommt. Sagt eure Meinung einfach mal in die Kommentare, Fragen, Anregungen, was ihr so habt. Abonniert den Kanal, damit ihr die Reviews natürlich nicht verpasst. Ein großer Dank geht auch noch an Fotoprofi und die Filiale Ludwigsburg, die mich da unterstützt haben mit Objektiven und Kameras, wo ich dann ein bisschen was austesten konnte. Vielen Dank da nochmal und ja, dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.